Wir starten rein in die Rückrunde. Heute mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird also die mega spannende Rückrunde angestoßen. Wer wird Meister, wer steigt ab, wer holt sich die internationalen Plätze? Wird auf jeden Fall eine sehr heiße Kiste. Es geht rein. Frankfurt gegen Freiburg unter der Woche gewonnen mit 4:1. Eine weitere Omar Mamouche, ein Treffer vorbereitet. Seinen letzten Treffer womöglich gemacht vor heimischem Publikum. Da, wie gesagt, da kann es jetzt stündlich ganz schnell gehen, dass sich Man City mit Frankfurt geeinigt hat auf eine Transfersumme, dass Mamouche dann auch gar nicht mehr im Kader steht heute, dass er dann auf dem Weg zu Manchester City schon ist. Jetzt, gerade wenn das Video draußen ist, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch schon offiziell. Stand der Aufnahme, die letzten Infos, fortgeschrittene Verhandlungen. Und ich kann dazu abschließend nur sagen, eine kleine Hommage an Mamouche, der kam 2023 zur Eintracht, hat eine super erste Saison gespielt, ablösefrei, 5 Ausrufezeichen, ablösefrei aus Wolfsburg. Und was er jetzt in der zweiten Saison gemacht hat, bislang, das ist wirklich ganz große Klasse. Hat sich immer im Dienste der Mannschaft gestellt, hat immer 110% gegeben, sehr professionell. Bis zum Schluss hat er wirklich alles gegeben für den Verein. Und wenn sich die Vereine dann auf eine Summe geeinigt haben, dann muss man das leider schweren Herzens machen. Ich persönlich bin froh, dass ich in dieser Saison noch zweimal habe spielen sehen. Einmal in Braunschweig im DFB-Pokal, einmal beim 2:1 in Wolfsburg, wo er auch 2 Tore gemacht hat. Ist schade, das Fanherz wird ein bisschen gebrochen sein. Oder streicht das bisschen, das wird auf jeden Fall gebrochen sein. Nachfolger müsste eigentlich dann auch bald dann zeitnah feststehen, wenn das jetzt so alles normal abläuft, wie es dann ablaufen wird. Und von daher, wie gesagt, Mamouche, vielen Dank. Große Leistung für Eintracht Frankfurt. Du wirst auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben als ein großartiger Kämpfer. Du bist ein geiler Typ, ein geiler Spieler. Du kannst Tore schießen, ja, anders als in Wolfsburg. Hast es bei uns unter Beweis gestellt. Von daher gibt man sich da die Hand. Ganz professionell, wenn es nicht so abläuft wie bei Kolo Muani mit einem Streik, was ich mir aber bei Mamouche, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen kann. Wird schade, auch für die Bundesliga, gehe ich von aus, aber gut für die Gegner. Schlecht für uns. Naja, gucken wir mal. Also, Borussia Dortmund auf der anderen Seite, die haben ganz andere Probleme. Die sind 10. momentan, haben bei Holstein Kiel verloren mit 4:2. Und jetzt das Spiel in Frankfurt. Das kommt natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt, möchte man meinen. Aber die letzten Spiele gegen Dortmund, die letzten Jahre, die waren immer mit großen Krampf verbunden. Dortmund, die können die ganze Saison über lang können die scheiße spielen. Wenn die in Frankfurt spielen oder gegen Frankfurt, spielen die immer wie vom anderen Stern. Barcelona Prime, da blüht dann ein Jamie Bino Gittens auf oder irgendwelche anderen Spieler, von denen du noch nie was gehört hast. Von daher wäre das so wieder typisch, wenn Dortmund das gewinnt. Letztes Heimspiel gegen Dortmund haben wir gewonnen, 2016. Da war Niko Kovac bei uns Trainer, da war Thomas Tuchel bei Dortmund Trainer. Da hat unter anderem noch Sabolc Huschti bei uns getroffen und Haris Seferovic, also aus diesen Zeiten. Da kommt man, wenn der letzte Sieg zu Hause ist. Deswegen, es wird mal wieder Zeit. Und ich hoffe jetzt, dass die Eintracht gut in die Rückrunde reinstartet, nach dem ganzen Mamouche hin und her. Wird wahrscheinlich nicht mehr mit ihm auf dem Platz gelegen, aber ich hoffe trotzdem auf ein 2:1, weil ich habe immer noch so ein bisschen das Bedenken, dass Dortmund dann wieder seine Klasse zeigt und dann die nächsten 10 Spiele wieder scheiße spielt. Genau, also das zu Frankfurt gegen Dortmund. Wie gesagt nochmal, ich ziehe den Hut vor Omar Mamouche. Vielen Dank. Hände schütteln, viel Glück in Manchester, sportlich gesehen. Und dann machen wir weiter. Samstag gibt es nämlich unter anderem Bayern gegen Wolfsburg. Die Bayern haben zu Hause nochmal gegen Hoffenheim ganz schön Gas gegeben, 5:0. Aber gut, Hoffenheim war auch eher Spellingspartner. Die haben nicht wirklich was gemacht, die haben den roten Teppich ausgerollt. Und von daher, aber muss doch erstmal 5 Tore schießen. Von daher, Herbstmeister sind sie ja schon gewesen und die werden auch die Rückrunde, denke ich, dominieren. Das werden sie machen. Die werden das bis ins Ziel robben. Entscheidendes Duell ist gegen Leverkusen. Das könnte nochmal so ein bisschen kritisch werden, aber wenn sie da auch halbwegs gut durchkommen, dann glaube ich, machen das die Bayern. Und Wolfsburg hat auch zu Hause gegen Gladbach gewonnen. Ganz hoch, 5:1 glaube ich war es auch. 5:1, genau, haben sie zu Hause gewonnen, was ich jetzt persönlich auch nicht gedacht hätte. Das war auch für mich sehr überraschend, wahrscheinlich für viele auch, weil ich die Gladbacher eigentlich stärker erwartet hätte. Aber so ist es nun manchmal. Und jetzt Wolfsburg in München. Die warten auch schon seit vielen Jahren, glaube ich. Ne? Haben die überhaupt schon mal in München gewonnen? Wahrscheinlich jetzt ausgerechnet, das ist so wie bei Kiel gegen Dortmund, da habe ich auch vorher gesagt, ausgerechnet jetzt gewinnt dann Kiel gegen Dortmund. Aber die Bayern, die sind mir, wie gesagt, viel zu stabil, zu konstant, zu Hause sehr stark. Und von daher wird das ein 3:0 für den FC Bayern. Derby-Time in Stuttgart, zu Hause gegen Freiburg. Die haben gegen Leipzig das Spiel gedreht, haben dann 2:1 gewonnen. Erste Halbzeit noch 0:1 in Rückstand geraten. Leipzig war dann auch mit 2 Mann weniger, aber da hatte Stuttgart dann schon geführt. Die sind auch oben mit dabei. Ich habe die auf Platz 7, glaube ich, oder Platz 8 in meiner Prognose, weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass, wenn dann die Champions League auch wieder losgeht, im DFB-Pokal, Bundesliga, der Tanz auf 3 Hochzeiten, weiß ich nicht, haben jetzt auch mit Jakob Brun-Larsen einen Neuzugang, der schon mal in Stuttgart war.
das aber so nicht richtig geklappt hat oder nicht so richtig geklappt hat. Hoeneß hat mit ihm unter anderem in Hoffenheim zusammengearbeitet. Freiburg hat in Frankfurt verloren, 1:4. Das ist genauso wie Dortmund. Ne? Freiburg ist auch so ein ganz eklig zu bespielender Gegner, gerade auch für Eintracht Frankfurt. Da waren auch nicht immer die besten Ergebnisse in den letzten Jahren. Deswegen hoffe ich, dass man da so ein bisschen einen Bann gebrochen hat und dass jetzt auch gegen Dortmund der Bann irgendwie brechen wird. Ja, Derby. Ich kenne diese typischen Derby-Geschichten, ist immer was Besonderes, da kann alles passieren. Aber ich sehe die Stuttgarter jetzt wieder ein bisschen besser oder ein bisschen im Aufwärtstrend. Freiburg muss eine Reaktion zeigen. Dieses typische Reaktion zeigen, kannst du auch 3 Euro ins Phrasenschwein zahlen. Aber ich mache auch hier mal den VfB auf Sieg. Ganz knapp und zwar mit einem ja, eher müden, langweiligen, aber immerhin 1:0. Holstein Kiel gegen Hoffenheim, das ist Abstiegskampf pur. Die Kieler, die haben mit einem 4:2 zu Hause gegen Dortmund die Hinrunde sensationell für ihre Verhältnisse beendet. Hätte niemand gedacht, die haben schon 3:0 zur Pause geführt. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Aber ihr seht, was möglich ist. Ne? Also auch so ein Kleiner kann auch einen Großen schlagen. Das ist auf jeden Fall auch in der Bundesliga möglich. Hoffenheim hat, wie gesagt, in München eine schöne Reise bekommen, 5:0. Da scheint es auch nicht zu laufen. Und Andrej Kramaric hat ja bei einem Interview nach dem Spiel bei einem englischen Kollegen aber so sinngemäß gesagt, so wie Mourinho damals, ne? So, if I speak, I'm in big trouble und so weiter. Und das hat Kramaric auch so ähnlich gesagt. Wenn er das alles sagen würde, was in seinen Gedanken ist über den Verein, über die Saison, dann würde er wahrscheinlich die härteste Strafe kriegen. Also das sagt ja auch schon einiges aus. Da läuft es auch bei Hoffenheim nicht. Die können meinetwegen auch wieder absteigen, bin ich auch nicht böse drum. Und da würde ich jetzt sogar Holstein Kiel auf Sieg tippen, weil die jetzt einfach aus dem Sieg kommen gegen Dortmund, Hoffenheim. Die müssen auch eine Reaktion zeigen, da sind wir wieder, gerade zum Start der Rückrunde. Und deswegen tippe ich auch Kiel auf einen knappen Sieg. Ich mache ja auch ein 2:1, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass sie den Schwung mitnehmen, dass sie auch gegen Hoffenheim zu Hause nachlegen und dann wieder voll drin sind im Kampf um den Klassenerhalt. Bochum gegen Leipzig, auch ein Duell, unten gegen oben. Bochum hat zu Hause gegen St. Pauli gewonnen, auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg, 1:0. Ob die Punkte bestehen bleiben aus dem Spiel gegen Union, weiß man noch nicht. Da hat ja Union auch Berufung eingelegt. Und Leipzig hat in Stuttgart verloren. Am Ende dann mit zweifacher Unterzahl. Openda und Šeško, also neuer Sturmus ja gegen Bochum. Das ist natürlich jetzt auch ein gefundenes Fressen. Für alle, die wetten, für alle, die auch in so einer Runde mit dabei sind. Das ist jetzt ein Spiel, da musst du eigentlich auch auf Bochum gehen. 1:0, 2:1, aber ich habe nur Heimsiege bislang. Ich habe aber auch so ein blödes Gefühl, dass Leipzig das macht. Ich werde mal Leipzig hier auf Sieg tippen, weil ich muss ja irgendwo mal einen Auswärtssieg haben. Müssen ja nicht ausgerechnet die Leipziger sein, also ich würde Bochum natürlich auch wünschen, dass sie das gewinnen. Brauche aber auch ein paar Punkte für die Kicktipp-Gruppe hier. Aber das wäre halt auch so ein Ding. Bochum ist heimstark, zu Hause an der Kastrupper ist auch immer eklig zu spielen. Leipzig hat da auch schon verloren. Und ich glaube, dass sie das auch diese Saison machen. Die werden in Bochum gewinnen. Wenn dann nur knapp. Ich freue mich aber auch, wenn sie nur unentschieden spielen oder sogar noch besser, wenn Leipzig verliert. Lassen wir uns überraschen. Nächstes Abstiegsduell, Heidenheim gegen St. Pauli. Die Heidenheimer haben sich mit einem 3:3 in Bremen aus der Hinrunde verabschiedet, haben dreimal zurückgelegen, haben super Moral gezeigt. Den Freischuss in letzter Minute, den darfst du meiner Meinung nach auch nie geben. Das war vorher ganz klar Ball gespielt, wenn auch nur leicht, aber es war halt Ball gespielt. Von daher für die Bremer ein bisschen unglücklich gewesen. Die Heidenheimer mit Kretzig jetzt und mit Zivcivace, die den Heidenheimern offenbar sehr gut tun. Und zu Hause gegen St. Pauli, die in Bochum halt verloren haben, 1:0. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Die waren gegen Frankfurt wirklich sehr, sehr stark, haben vor allem in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht. Von daher habe ich eigentlich damit gerechnet, dass St. Pauli gewinnt. Aber wurde ich mal wieder eines Besseren belehrt. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, was ich hier tippen soll. Das ist so ein typisches Unentschieden. Das schreit eigentlich nach 0:0 oder 1:1. Beide wollen, beide müssen, weil beide unten drin stecken. Von Beginn an der Rückrunde geht es da nur um den Klassenerhalt. Aber Heidenheim, die sind halt jetzt auch gut drin. Die haben eine gute Phase. Haben gegen Union zu Hause gewonnen, haben jetzt in Bremen moralisch noch ein 3:3 geholt. Sind die eigentlich im Vorteil, ne? Aber ich mache da mal ein Unentschieden. Wie gesagt, entweder 1:1 oder 0:0. Ich mache mal ein 1:1, aber das ist für mich ein typisches, das ist die Mutter aller Unentschieden eigentlich. Aber gut, wahrscheinlich wird es das torreichste Spiel des Spieltags. Das Topspiel zum Auftakt der Rückrunde ist dann Leverkusen gegen Gladbach, auch ein Derby. Leverkusen hat zu Hause gegen Mainz auch nur, in Anführungszeichen, nur knapp 1:0 gewonnen, aber haben halt gewonnen. Das ist der Unterschied, wenn du oben dranbleiben willst, wenn du auch dann am Ende Meister werden willst. Du musst auch solche Spiele einfach mal dreckig 1:0 gewinnen. Hätten auch noch höher gewinnen können, haben halt Chancen nicht genutzt. Gladbach hat in Wolfsburg ganz schön aufs Maul bekommen, 5:1. Hätte ich halt auch nicht damit gerechnet, obwohl Gladbach gute Chancen hatte, zwischenzeitlich auch in Führung zu gehen, schon früher den Ausgleich zu schießen. Aber das war halt ein Abend, wo dann wieder alles zusammenkam. Und ich glaube, dass das Leverkusen macht. Ich
Ich glaube, die starten auch gut rein. Wenn die Bayern gewinnen gegen Wolfsburg, was sie meiner Meinung nach werden, dann wird Leverkusen auch nachziehen müssen. Dem Druck werden sie, glaube ich, standhalten. Gladbach wird auch, glaube ich, besser spielen. Auch wieder Reaktion zeigen, ne? Ganz viel Reaktion zeigen. Also die Hälfte der Liga muss Reaktion zeigen. Wir machen mal hier ein 2:0 für Leverkusen. Die stehen hinten stabil, vorne haben sie Patrick Schick. Victor Boniface wird ja auch bald zurückkommen, aber solange Patrick Schick bombt, hat er auch wenig Argumente, sich dann wieder auf die Bank zu setzen. Auch hier werden wir uns wie immer überraschen lassen. Sonntag geht es dann weiter mit Union gegen Mainz. Die Unioner unter Neutrainer Steffen Baumgart zu Hause gegen Augsburg verloren. Da ist also meine Theorie nicht so ganz aufgegangen. Ja, neuer Trainer gewinnt dann auch immer gleich die ersten Spiele. Die brauchen auch noch ein bisschen, um sich an das Spielsystem wahrscheinlich zu gewöhnen. Mainz in Leverkusen verloren, da kannst du verlieren. Die haben aber gut mitgehalten. Und die Mainzer, wenn sie nochmal so eine Serie starten wie in der Hinrunde, dann können die auch sich so zwischen Platz 7, Platz 8 positionieren. Vielleicht reicht ja Platz 7 wieder für die Conference League dieses Jahr. Aber damit streiten sie sich auch noch mit Bremen, mit Wolfsburg. Gladbach wird da auch noch mit oben reinrutschen, gehe ich von aus. Stuttgart, Freiburg, Wolfsburg. Also das wird noch ziemlich spannend. Dortmund weiß ich halt auch nicht. Die sind jetzt 10. Lass die auch mal 4, 5 Spiele in der Rückrunde nicht gut performen. Das ist alles schwer vorherzusagen. Und hier würde ich tatsächlich auch den Mainzern den Sieg geben. Da wird dann wahrscheinlich aber Union gewinnen. Haltet euch fest, setzt euch ein Lesezeichen, klippt das, keine Ahnung, schneidet das raus, als Short hochladen, dass Union gewinnen wird. Ich tippe aber für Mainz und zwar hier einen 1:3 Auswärtssieg. Und der Abschluss um 17:30 Uhr mit Werder Bremen gegen Augsburg, die in einem furiosen Spiel zu Hause gegen Heidenheim, also die Bremer 3:3 gespielt haben, dreimal geführt. Da musst du eigentlich mit rechnen, dass du das runterspielst, aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass das Foul vor dem 3:3, das darfst du niemals pfeifen. Aber gut, ist halt so in der Bundesliga, Fehler passieren, auch den Schiris. Ist halt immer nur ärgerlich, wenn dann da ein Gegentor draus entsteht. Aber hat es früher gegeben, gibt es auch jetzt, wird es auch in 10 Jahren geben. Aber die Bremer spielen für mich auch eine richtig gute Saison bislang. Die können auch definitiv um den internationalen Platz mitspielen. Augsburg auf der anderen Seite muss nach unten gucken, obwohl sie in Union oder bei Union 2:0 gewonnen haben. Die haben auch, glaube ich, noch kein Auswärtsspiel gewonnen gehabt bis dahin. Von daher durfte jetzt Union der Leidtragende sein. Aber ich setze auch auf Bremen. Ich finde die richtig stark. Ich finde gerade auch vorne in der Offensive sehr variabel. Grüll heißt er, glaube ich, oder Grüll heißt er. Von Wien ist er gekommen. Der bereichert da die Offensive. Dazu Marvin Duksch, treffsicher wie eh und je. Jinma haben auch gute Optionen, gute Alternativen. Der Bremer Kader wirkt sehr ausgewogen, sehr ausgeglichen. Und für Bremen international, ich glaube, die Fans würden sich freuen. Und von daher setze ich auch hier auf einen Heimsieg. Und zwar auf einem knappen, und zwar ein 1:0. Wir speichern die Tipps, gucken mal auf die Gesamtübersicht und dann werdet ihr auch sehen, wie spannend es dort in der Rückrunde wird. Dort geht nämlich der Cem mit einem Vorsprung von 4 Punkten rein vom Rast. Die haben wieder die Plätze getauscht. Der Cem hat 4 Punkte mehr geholt. Bergmann, Prinz Poldi, Hegebusche 2 Punkte nach oben geklettert. Also es wird auch bei uns hier in der Rückrunde sehr, sehr spannend. Wo bin ich eigentlich gelandet? 28. Ich bin hinter Levin. Das darf nicht sein. Also ich muss noch vor Levin kommen. Bei den anderen, da ist mir das nicht so wichtig, aber ich muss vor Levin kommen. Sonst denkt er hätte mehr Fußballahnung als ich. So, und deswegen, so sieht's aus. Ich scroll wie immer mal runter. Ihr werdet euch finden oder nicht. Der Moin, der ist, glaube ich, neu eingestiegen. Der hat 19 Punkte geholt. Ah, nee, ist er nicht. Der hat schon 99 Punkte. Aber so ein Spieltag mal. Der hat 1, 2, 3 Ergebnisse auf jeden Fall. Richtig vom Ergebnis her. Sehr, sehr spannende Sache. So, und dann werden wir mal gucken, was mit Mamouche passiert unter anderem. Ich glaube, dass er nächste Woche nicht mehr das Thema sein wird hier in unserer Kick-Tipp-Runde, in unseren Videos, dass er zu dem Zeitpunkt schon in Manchester wahrscheinlich gespielt hat. Ich weiß es nicht. Das kann so schnell gehen im Fußball. Keine Ahnung. Es kann heute Nacht auch noch einen Durchbruch geben. Es kann morgen früh den entscheidenden Durchbruch geben, dass er dann nicht mehr im Kader steht. Wir lassen uns überraschen. Ihr lasst euch überraschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schönen Start für eure Mannschaften in die Rückrunde. Und viel Glück für eure Tipps wie immer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag Nummer 19. Macht's gut. Ciao, ciao.